Wir waren tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es so rüberkam, dass es so negativ auf rüberkam. Guten Morgen zusammen, wir haben hervorragend geschlafen an diesem doch etwas außergewöhnlichen Campingspot. Der Wind war nicht vorhanden heute. Aber er kommt langsam, der Wind, das himmlische Kind. Ja, die Kitesurfer, die hier überall rumstehen, die freuen sich auf jeden Fall. Es sind gestern Abend noch einige Autos gekommen, also es ist noch voller geworden. Es ist crazy, es ist wirklich richtig verrückt, aber wir freuen uns auf das Wochenende. Ja, wir freuen uns jetzt erstmal aufs Wochenende, machen jetzt erstmal Frühstück und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer um. Es ist Pancake Samstag. Und was gibt es am Pancake Samstag? Obstkuchen. Theo, komm und nach mir ein Bananenbrot. Theo, komm und mach mir ein Bananenbrot. Können wir das Lied anmachen? I ain't got much to show, baby, I'm slow. I'm gonna creep into my eyes, stay on show until the spring liberates me from my winter hell. I've got candles and candy, I can be your daddy if you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true. Just speak low, stand Kitschig im Hintergrund reiten einfach mal Pferde auf und so. Also, was ist hier denn los? Oh, der ist ja super süß. Oh, guck mal, der Baubi. Oh, der ist mega süß. Das ist, glaube ich, so ein Dudel. Gerade ist hier ein fahrender Händler vorbeigekommen. Jetzt gucken wir mal, was der hat. Ja, braucht man jetzt gerade nicht, die ganzen Süßigkeiten, aber cool, dass der sowas macht. Ja, der hat halt eher so süße Sachen. So süßes Gebäck und so. Also eher verpackte Sachen eigentlich. Echt? Also kein Bäcker. Schade, aber trotzdem clever. So, los geht's. Wir haben uns noch ein bisschen verquatscht gerade mit einem, der uns auf YouTube verfolgt. Und der hatte auch ein richtig schönes Fahrzeug und ist gerade aktuell mit seinem Sohn hier unterwegs. Mega geil. Mega cool. Feiern wir total. Ja. Und es sind auch beides Kitesurfer. Und es sind auch schon ein, zwei Kitesurfer auf dem Meer. Wir gehen jetzt hier nach Tarifa rein am Strand. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber die beiden haben gesagt, hier kann man langlaufen. Schon mal ganz cool. to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true, 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 true. Schon eine ganz schöne Strecke. Wir sind jetzt schon ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Macht doch Spaß, ist aber windig. Ja. Man kann jetzt sehr viel erkunden, haben wir gehört. Ja. Wir haben ja vorhin ein bisschen geschnackt.
mit den beiden und die haben uns erzählt, dass hier ziemlich viele Wanderungen gibt. Heiße Quellen und hier kann man echt einiges machen. Man muss ein bisschen unter Locals kommen, die kennen die ganzen Insider-Tipps. Oder beziehungsweise unter die Surfer, die hier anscheinend jeden Winter herkommen. Also man muss irgendwie Verbindung knüpfen mit Leuten, die sich auskennen, weil sonst findest du die Sachen hier einfach nicht, weil die ein bisschen versteckt sind. So, Quarkstelzen rausgeholt. Meine ist schon nass. Ach, fuck. Oh, meine ganze Hose nass. Oh, Es geht nicht, die ist zu eng unten. raus! Ja, das hätte ich echt machen. Scheiße, ihr müsst ja tiefer. Oh. Scheiße. Oh nein. So, das war das Abenteuer für heute. Also, Musik ziehe ich die aus. Ja, wir sind echt dumm. Ja, da drüben hätte man einfach langlaufen können. Aber es sah spektakulär aus. Stellplatz Nummer 2 hier. Stehen auch echt einige rum. Der ist jetzt natürlich ein bisschen näher an der Stadt, aber ich finde nicht ganz so schön wie unser anderer Stellplatz. Hat natürlich andere Vorteile. Aber wir stehen da hinten schon ganz gut. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht hier rein, oder? Ist okay, also ich meine, wir haben ja Zeit, ist ja Wochenende. Ja. Mal gucken, ob wir unseren Kaffee finden. Oh ja. Nein! Finde Tempo, also für kurze Zeit. Los auf die End of Season. Ah. Da haben wir uns so auf ein schönes Kaffee gefreut. Und leider ist hier halt, Google ist dann halt nicht so aktuell. Die machen hier halt einfach einen Zettel hin und dann ist es geschlossen. Aber vielleicht finden wir noch ein anderes. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Jetzt sind wir hier eine Stunde reingelaufen. Jetzt müssen wir auch irgendwo was leckeren Kaffee finden. Kaffee con leche. Ah, hier ist eine Pizzeria, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Longest-Pizza. Dann hatten wir Pizza. Schon lange nicht mehr. Kurz vor deinem Geburtstag irgendwann? Ja, und es ist auch schon wieder eine Woche her. Also wie mit Nudeln. Ja, Nudeln essen wir viel, viel öfter. Wir befinden uns jetzt hier kurz vor dem südlichsten Punkt Europas. Ich hoffe, es ist richtig. Ich habe es auf jeden Fall so gelesen. Es ist auf jeden Fall auch der Punkt, wo sich das Mittelmeer und der Atlantik kreuzen. Also auf jeden Fall sehr spektakulär. Also man muss sagen, der Vibe hier ist schon cool. Also hat schon was irgendwie. Ja, es hat halt einfach so eine krasse Surferstadt und das merkst du, die Leute sehen extrem hip aus, es stehen 1000 Wohnmobile, aber auch viele spanische Wohnmobile. Also es ist echt eine besondere Atmosphäre irgendwie. Wenn die Camper sich alle benehmen und alles sauber halten, ist es ja auch gar nicht so das Problem. Bei uns an dem Platz haben wir jetzt aber noch nicht so Müll gesehen oder irgendwas. Die Aperol-Spritzbar. Hier am Start. Mega cool. Wir sind jetzt hier genau zwischen Atlantik und Mittelmeer. Das ist jetzt, wie Anne schon gesagt hat, der südlichste Punkt Europas. Da steht es auch nochmal richtig krass. Also hier weht auch echt dauerhaften Wind. Perfekte Bedingungen für Kitesurfer. Also der offizielle Weg zum Leuchtturm ist nicht verfügbar. Mal gucken, ob wir irgendwie da unten lang kommen.
Minimumstunden handeln. Hätten wir das auch erledigt. Ich bin fertig, Fabi ist auch gleich fertig. Und dann lassen wir den Abend noch ausklingen. Ein neuer Tag, ein windiger Tag. Ihr seht im Hintergrund, hier ist jede Menge Action los. Es sind super viele Kitesurfer unterwegs. Und wir werden heute mal zu Silvi und Lea gucken, wenn die am Start sind. Von Cheap Like a Bird. Mal gucken, ob wir sie anfinden. Die befinden sich nämlich heute auf demselben Stellplatz. Und ja, mal gucken, ob wir mit denen hier heute ein Bierchen trinken können. Das ist wirklich unglaublich hier heute. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist richtig windig und das ist natürlich ideal für alle Kitesurfer. Jetzt die beiden Rabauken Lea und Silvio neben uns stehen jetzt. Gucken wir mal rüber. Was machen die denn? Einen Hund waschen. Die Selma waschen. Ach, Die krass. hat sich nämlich wie immer In ganz frischen Fisch gewälzt. toten Fisch gewälzt. Genau. Ja, das macht doch Spaß. Deswegen ist sie jetzt noch an der Leine. Ja, ich versuche sie irgendwie mit den Beinen so ein bisschen festzuhalten, dass sie nicht entwischt. Die Lea hat sich aber auch schon wieder viel zu krass hängen. Das hat so krass gerochen. Das ging echt gar nicht. Geilo. Also die Kollegen da drüben kochen erstmal was. Das machen wir auch. Und dann trinken wir noch ein schönes Cerveza und stoßen auf die 1000 von Cheap Like a Bird an. Den Link dazu findet ihr unten. Und wir kochen jetzt Nudeln, oder schon? Also, wir kochen jetzt Nudeln, aber es gab gestern Reis. Ja, wir kochen heute Nudeln. Weil wir hatten schon lange keine Nudeln mehr. Machen das mal nicht Nudeln dann. mit Schöttbullar. Schöttbullar. Der aufmerksame Zuschauer weiß ja, dass die Dinger Schöttbullar heißen. Wie viel hatten wir die denn gekauft? Nee, wir hatten Gab's die hier mal gegessen im Ikea. Ja, so Veggie-Bällchen. Ja, okay. Ja, sehr cool. Gut, gut. Willst du noch was sagen in die Kamera? Nein. Richtig rein. gut. Ich habe ihm Wasser hingestellt. Oh, wie lieb. Guck mal, Semi. Wir haben sie extra sauber gemacht. Ach ja. Stinken tut sie trotzdem. Krass, ey, man hat echt das Gefühl, irgendwie hier ist richtig viel Platz drin, ne? So Leute, wir sind mit Silvi und Lea noch hier schön am Trinken, denn die beiden haben es heute geschafft. Sie haben die 1000 Abonnenten erreicht, richtig geil. Dafür wollen wir den beiden nochmal herzlich gratulieren und stoßen heute Abend drauf an. Que no te lo cuente la tele por 2 euros. Ah, die haben so geilen Scheiß, ey.
Richtig geil. Einen coolen Kuchenladen gefunden. Ja, mega. Wir sind jetzt noch mit Jan unterwegs in Tarifa. Jan gleich mal wieder. Hey, Jan ist mal wieder voll im Fokus hier. schon wieder, ja. Richtig schön, Tarifa lohnt sich auf jeden Fall. Sehr Wunderschöne schön, Innenstadt. Ja. Und geiler Kuchen. Und jetzt zeigt man hier erstmal einen Kuchen. Ey, das ist das ein Berliner oder was? Geil. Ja, mega. Ja. Und ich habe irgendwie so eine Pizzatasche. Ja, oder was ist genau. Ja, das? Ja, cool, dankeschön. bitte. Und heute Abend hat noch Flo Geburtstag. Wir haben schon den Schulbus dekoriert und dann gibt es heute Abend eine kleine Strandparty zu Ehren von Flo. Ja. Schauen wir mal. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von der Woche von uns. Wir hatten hier wirklich eine coole Zeit, muss man sagen. Ja, voll. Also wir waren ja richtig überrascht, als wir hier einfach auf diesen Platz draufgefahren sind, weil wir erstmal null damit gerechnet haben, hier so viele Vans zu sehen. Und ich muss auch sagen, ich war total überfordert, weil das haben wir halt wirklich noch nicht einmal gesehen. Aber wir haben dem Ganzen jetzt echt eine Chance gegeben und ich für mich kann sagen, und wir haben ja auch zusammen drüber gesprochen, es war nicht das letzte Mal, dass wir hier waren, wir werden auf jeden Fall wiederkommen, denn die Gemeinschaft ist richtig cool, wir haben hier echt tolle Leute kennengelernt, der Platz ist super sauber, also jeder Camper hier benimmt sich extrem. Es ist ein tolles Miteinander, es ist ja, man hilft sich gegenseitig und ich war richtig positiv überrascht, muss ich sagen, und finde es auch vollkommen cool, wenn es so Plätze gibt, wenn wir hier auch geduldet werden, weil die Guardia Civil kam auch vorbei. Und genau weil wir jetzt so viele coole Leute hier kennengelernt haben, gibt es von uns in der nächsten Woche eine Spezialfolge. Lasst euch da überraschen. Eine Sache noch zum Schluss, wir müssen noch einen lieben Zuschauer grüßen, nämlich Den Sünek. ja, Sinek. Das hast du jetzt davon. Du hast uns versprochen, dass dieses Video viral geht. Wenn nicht, dann stehen wir vor der Haustür. Dann gibt's Ärger. Also, Grüße gehen raus an den Sünek. Vielleicht verrätst du uns ja auch mal deinen richtigen Namen, dann können wir da auch noch einen persönlichen Gruß. Und die Adresse, dass wir vorbeikommen können. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. So, wir sind gerade am Arbeiten. Ich schneide das Video und Anne lässt ihre Magic walten. Ich habe immer noch das Gefühl, also die Kommentare bei unserem letzten Video, wir können die voll und ganz verstehen. Es kam, glaube ich, echt ein bisschen komisch rüber, wie wir das formuliert haben. Wir waren natürlich nicht geschockt oder so, dass da so viele Leute stehen. Wir waren einfach geschockt von der bloßen Anzahl, weil wir kannten das einfach noch nicht. Dass da wirklich, keine Ahnung, 100 Vans an einem Platz, das haben wir einfach vorher noch nicht gesehen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir haben coole Leute kennengelernt und ich habe immer noch das Gefühl, obwohl wir es schon mal aufgenommen haben, dass es immer noch nicht so richtig rüberkommt, wie wir das gemeint haben. Ja, ich glaube auch, also wir waren tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es so rüberkam, dass es so negativ auch rüberkam, weil so war es auf gar keinen Fall gemeint. Also wir waren wirklich von der Anzahl der Autos überwältigt. Ich war wirklich, wirklich überwältigt und ich habe damit auch einfach nicht gerechnet. Und natürlich können wir jeden verstehen, der da hinfährt und wir unterstützen das ja genauso, indem wir da auch selber hinfahren. Und deswegen
hätten wir gar keine Möglichkeit oder gar keine Rechtfertigung, uns zu beschweren. Und das wollen wir auch gar nicht. Also wir finden das richtig cool, dass es so Plätze noch gibt. Wir hoffen, dass es so Plätze auch noch weiterhin geben wird, weil jeder hat sich einfach total super benommen. Es war super sauber und da konnte man einfach gar nichts gegen sagen. Also keine Ahnung. Also das. Genau, wie gesagt, das sollte auch keine, oh mein Gott, wie viele Leute stehen hier, wie kann man nur irgendwie Aussage sein, sondern einfach, wow, krass. Also es hat uns halt einfach überfordert und wir stehen ja genauso an den Plätzen und wir sind die Letzten, die da natürlich irgendwas sagen könnten. Man muss aber wieder nochmal 10-mal betonen, der Platz war picobello sauber, die Leute haben sich super benommen. Da an der Stelle kann man einfach nichts sagen gegen die Leute, weil es waren sowohl Spanier, Franzosen, also es waren ja nicht nur Ausländer, da die Spanier sind ja genauso zu Haufen gestanden. Und was ich auch noch sagen möchte, wir haben gar nicht diese Vorstellung, immer an der einsamsten Bucht alleine zu stehen. Also das ist total unrealistisch und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Also wir haben ja immer einen guten Mix zwischen, wir stehen irgendwo alleine, haben Zeit für uns und wir treffen ja auch super gerne andere Vanlifer, weil das für uns auch wichtig ist und wir das auch sehr, sehr gerne machen. Diese Utopie haben wir ja auch gar nicht in unserer Vorstellung. Ja, wir wollen das Bild überhaupt nicht vermitteln. Mit unseren wöchentlichen Vlogs wollen wir eigentlich wirklich das wiedergeben, was wir erleben. Und so haben wir das halt in dem Moment erlebt und waren halt überrascht über die Anzahl der Leute. Und wir werden auch wieder einsamere Plätze finden und wir werden auch wieder auf solche Plätze fahren. Deswegen in dem Sinne, ich hoffe, ihr versteht das, dass das einfach nicht irgendwie negativ gemeint war. Wir sind die Letzten, die da irgendwas in die Richtung sagen könnten, weil wir, wie gesagt, Teil dieser Bewegung aktuell sind. Ja, wie man es auch immer nennen möchte. In dem Sinne, jetzt aber wirklich, das war's von dem Video. Habt's gut zusammen und ja. Ade. Adios. Abenteuer, komm mit mir ins Abenteuer. Das wird keine Musikfolge. Es Du ist, kannst doch normal reden. nee, das sind immer meine Musical-Gedanken. You had me at a la 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 la